Vielen denken, nach einer Bandscheiben-OP sollte man sich erstmal schonen. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Bewegungen und gezielte Übungen sind entscheidend, damit du nach der OP schneller wieder fit wirst, Schmerzen reduzieren kannst und Rückfälle vermeidest. Aber welche Übung solltest du machen und ab wann solltest du damit beginnen? In diesem Video erfährst du, was bei einer Bandscheibenoperation passiert, welche Auswirkung das auf deinem Rücken hat und natürlich zeige ich dir eine Übungsroutine, die deine Schmerzen lindern kann und deinen Heilungsprozess unterstützen. Eine Bandscheiben-OP wird meistens dann durchgeführt, wenn ein Bandscheibenvorfall so stark auf einen Nerven drückt und Schmerzen, Taubheit oder sogar Lähmung verursacht. Nicht jeder Bandscheibenvorfall muss operiert werden. Dabei macht der Arzt einen kleinen Schnitt in den unteren Rücken. Die Muskeln werden vorsichtig zur Seite bewegt, damit er an die beschädigte Bandscheiben kommt. Dann entfernt er das Stück der Bandscheibe, das auf den Nerven drückt. In manchen Fällen wird auch ein kleiner Teil von dem Wirbelbogen oder vom Band mit entfernt, um besser an die betroffenen Stellen zu gelangen. Nach der OP fühlen sich viele Patienten auch etwas steif oder haben Rückenschmerzen. Das ist normal, weil Muskel und Gewebe durch die Operation gereizt wurden. Bei manchen Patienten gibt es noch Restschmerzen im Bein, da Nerven Zeit brauchen, um sich von der Kompression zu erholen. Und genau hier kommen die Übungen ins Spiel. Das ist kein Extra, sondern ein entscheidender Teil der Heilung. Studien zeigen, wer schon kurz nach der OP mit leichten Übungen beginnt, wird schnell wieder beweglich und kann früher den Alltag zurückkehren. Wer über Wochen regelmäßig Physiotherapie macht, reduziert das Risiko für ein erneutes Problem und stärkt die Rückenmuskulatur dauerhaft. Aktive Übungen, also Übungen, die Kraft, Stabilität und Beweglichkeit fördern, sind besonders effektiv. Sie helfen nicht nur gegen Schmerzen, sondern unterstützen auch die Heilung und verbessern deine Lebensqualität. Kurz gesagt, Bewegung nach der Operation ist ein sehr wichtiger Teil, um schnell wieder fitter, stabiler und schmerzfrei zu werden. Und genau das zeige ich dir jetzt. 5 einfache, aber sehr wirkungsvolle Übungen, die Studien zufolge Schmerzen lindern, deine Rückenmuskulatur stärken und deinen Heilungsprozess unterstützen können. Und wenn du jemanden kennst, der gerade eine Bandscheiben-OP hatte, dann schick ihm dieses Video, damit auch er so schnell wie möglich wieder schmerzfrei wird. Was ganz wichtig ist, auch nach der OP kannst du auch anspruchsvolle Übungen machen. Studien zeigen, dass Übungsprogramme, die jetzt anspruchsvoller sind, keine Schädigung haben oder beziehungsweise keinen Nachteil haben gegenüber ganz leichter Übungen. Und dazu zeigen sich, dass genau diese Übungen auch mehr Kraft aufbauen, was letztendlich für dich langfristig besser ist. Leg dich mal auf den Bauch hin. Deine Beine sind gestreckt, deine Blickrichtung ist nach unten und du versuchst bewusst, die Blickrichtung nach unten zu halten. Deine Hände, die sollen jetzt halt vom Boden hochgehoben werden in 90 Grad Ellenbogen und dann bringst du ganz bewusst die Ellenbogen nach unten Richtung Hüfte hin. Durch diese Bewegung wirst du eine große Muskelgruppe spüren, die hier in den unteren Rücken angesetzt ist. Bring die Ellenbogen zu dir, ganz nah am Körper, bleib in dieser Position und versuche nun, den Brustkorb von dem Boden hochzuheben. Lass es wieder locker, entspann die Arme und beginn das Ganze wieder von vorne. Ellenbogen heben, zu dir ranziehen und dann vom Boden hoch, kurz ein paar Sekunden wieder bleiben und dann gezielt wieder runterlassen. Einatmen, ausatmen, Ellenbogen reinziehen, Brust vom Boden heben und dann wieder locker lassen. Einatmen, ausatmen, Ellenbogen zum Brustkorb bringen, zum Hüfte hin und Brustkorb von dem Boden heben. Und dann wieder locker lassen.
Bei dieser Übung kannst du dann gut regulieren, wie schwer die wird, indem du deinen Brustkorb mehr oder weniger von dem Boden hebst. Im besten Fall solltest du in der Lage sein, 2 bis 3 Serien durchzuführen und dann 10 bis zu 15 Wiederholungen jeweils. Und weiter geht's mit der Stärkung der Bauchmuskulatur. Dafür solltest du dich auf den Rücken hinlegen. Bei dieser Übung solltest du jetzt die Stabilität von deinem Bauch- und Rumpfmuskulatur trainieren. Du beginnst die Übung mit deinen Beinen aufgestellt, hüftbreit auseinander. Und aus der Position deine Hände auch nach oben Richtung Decke hinbringen. Und jetzt spannst du deinen Bauch- und Rückenmuskel so an, so als ob du deine Lendenwirbelsäule nach unten Richtung Boden drücken würdest. Wichtig ist hierbei, wenn du die Bewegung von den Armen und den Beinen durchführst, solltest du diese Spannung vom Bauch und Rücken nicht verlieren. Wenn du dir unsicher bist, ob du die Spannung richtig hast, kannst du auch gerne so ein kleines Handtuch in den Hohlkreuz reinlegen und dann gegen dieses kleine Handtuch drücken. Und wenn du den Kontakt verloren hast, ist ein Zeichen dafür, dass du auch die Spannung verloren hast. So, Hände zur Decke, Beine sind aufgestellt. Jetzt versuchst du, ein Bein und das gegenüberliegende Hand zu strecken. Nach oben und wieder zu dir ran. Einatmen, ausatmen, den Bauch reinziehen, das Bein strecken und dann wieder ran. Gleich zu Beginn, wenn du frisch operiert bist, kann es sein, dass diese Übung dir etwas schwer fällt. Die leichteste Variante dafür ist, wenn du ein Bein nach oben hebst, 90 Grad, spann deinen Bauch- und Rückenmuskel so an, dass du den Kontakt nicht verlierst und aus dieser Position kannst du dann nur den Arm über den Kopf heben. Der Arm, was auf der gegenüberliegenden Seite ist. Versuche hier die Spannung zu kontrollieren und zu halten. Wenn das besser geht, dann kannst du versuchen, das Knie oder das Bein in 90 Grad zu lassen und dann zu senken. Immer mit der gegenüberliegenden Seite. Wichtig ist hierbei nicht die Bewegung von den Armen und den Beinen, sondern die Stabilität vom Rumpf. Bis du dann die schwerste Variante hinbekommst, indem du das Bein komplett streckst und den Arm komplett strecken. Wenn du das Bein streckst, sollte der Lendenbereich nicht in Hohlkreuz gehen. 10 bis 12 Wiederholungen auf einer Seite und dann das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Leichteste Variante, Knie bleibt in 90 Grad und du hebst nur den Arm nach oben. Spüre die Spannung im Bauchbereich. 10 bis 15 Wiederholungen. Mittlere Variante, 90 Grad Bein, nach unten, Ferse auf den Boden zu tippen und dann wieder zurück. Wichtig hierbei, lass dir Zeit. Viel wichtiger als die Anzahl der Wiederholungen ist die Qualität von der Übung. Lieber ist es, dass du die Übung sauber durchführst, als nur hintereinander weg die Bewegungen durch. Gestreckten Bein. Weg von dir, Arm über den Kopf, Bauch aktivieren, nicht den Kontakt verlieren, wieder beugen und zu dir ranziehen. Die nächste Übung dient ebenfalls zur Aktivierung von der Bauch- und Rückenmuskulatur und trainiert die Stabilität von deiner Wirbelsäule. Hier auf Vierfüßlerstand. Hüftbreit auseinander sollen deine Beine sein, Knie unterhalb von der Hüfte und Hand unterhalb von deiner Schulter. Aus dieser Position hebst du dann abwechselnd einen Arm nach vorne, oberhalb vom Kopf oder auf Höhe von deinem Kopf, senken und dann das gleiche auf der anderen Seite. Wichtig hierbei ist, dass du in dem Moment, wo du die Arme hebst, dein Lendenbereich gerade bleibt. Versuche deine Bauchmuskulatur und deinen Rücken so zu aktivieren, dass du hier in dem Bereich keine Bewegung hast. Zu Beginn fällt es vielen Patienten schwer, weil sie keine Wahrnehmung haben, wo gerade die Bewegung passiert. Also führe es langsam und vorsichtig durch. Gib dir Zeit, um die Stabilität zu halten. Und wenn du diese leichte Variante gut durchführen kannst, dann probierst du mit abwechselnder Seite. Das heißt, du hebst ein Bein und einen Arm von dem Boden hoch, achtest darauf, dass deine Wirbelsäule gerade bleibt, senkst sie langsam wieder ab und mach das gleiche auf der anderen Seite. Nicht in Hohlkreuz bleiben, Wirbelsäule bleibt gerade,
Im besten Fall kannst du auch einen kleinen Kissen oder ein Buch an den Lendenbereich platzieren und achte darauf, dass wenn du die Bewegung machst, dass dieses Buch oder Kissen nicht runterfällt. 10 Wiederholungen solltest du mit jeder Seite durchführen. Und das Ganze im besten Fall 2 bis 3 Serien. Wenn dir dieses Video gefällt und du mehr lernen möchtest, wie du von zu Hause aus mit einfachen Übungen deine Beschwerden lindern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Inputs für deine Gesundheit. Die nächste Übung ist der Kellnervorbeugung. Diese Übung dient zur Dehnung der hinteren Kette und zur Kontrolle von der Beugung-Bewegung vom Rumpf. Hauptsächlich arbeitet hier die Hüfte. Stell dich aufrecht hin, deine Beine sind hüftbreit auseinander und deine Knie nur ganz leicht gebeugt. Eine Hand platzierst du dann vorne auf dem Brustkorb, die andere Hand platzierst du dann auf deinen Lendenbereich. Diese beiden Hände sollen dir dabei helfen, das zu spüren, dass du mit dem Rumpf gerade bleibst. Und aus dieser Position bewegst du dann deine Hüfte, deinen Rumpf nach vorne und die Hüfte beugst du, aber nur so lange, wie du diese gerade Position vom Rumpf haben kannst. Du solltest eine ordentliche Streckung oder eine ordentliche Dehnung hinten an der Oberschenkel spüren und gleichzeitig diese hintere Hand, die darfst du nicht nach wegdrücken, weil das wäre ein Zeichen dafür, dass du die Lordose, die Krümmung von der Lendenwirbelsäule verloren hast. Geh so weit wie du kannst vorwärts, spann dann Gesäßmuskel an und komm wieder in der aufrechten Haltung. Eine gute Möglichkeit ist auch, einfach meinen Besenstab hinten am Rücken platzieren und dann darfst du die Kontaktfläche nicht verlieren. Ordentlich in die Dehnung reinzulassen, jetzt Gesäß- und Rückenmuskel aktivieren, bis du schön wieder in der aufrechten Haltung bist. Das Schwierigste in dieser Übung ist, mit dem Rumpf gerade zu bleiben, währenddessen du Hüfte und Knie bewegst und die ganze Zeit die Spannung von dem Rückenmuskulatur und Bauch zu halten. Vom Hebel her ist diese Übung sogar etwas leichter. Das heißt, du solltest 12, 15 bis zu 20 Wiederholungen durchführen und im besten Fall 2 bis 3 Serien durch. Bring den Brustkorb zu Boden hin, komm wieder aufrecht, stell dir mal eine Schnur vor, die dir nach oben zeigt und dann wieder vorwärts, Brust zum Boden hin, Lendenwirbelsäulen, Hohlkreuz oder leichter Hohlkreuz lassen und dann wieder aufrecht hin. Und die letzte Übung dient zur Aktivierung, zur Stärkung deiner Arm-, Beine- und Rückenmuskulatur. Das ist ein All-Arounder. Zu Beginn nach einer OP, und zwar wirklich nach 1-2 Wochen nach der OP, kannst du die Übung erstmal im Trocken durchführen, ohne einen Widerstand. Ziel ist aber, dass du so früh wie möglich auch einen Widerstand von einem Gummiband machen kannst. Die Übung sollte so aussehen: Du stellst dich hin, deine Beine sind hüftbreit auseinander und deine Arme sind nach vorne gestreckt. Aus dieser Position versuchst du nun, die Knie zu beugen und gleichzeitig die Arme nach oben über den Kopf zu bringen. Und dann wieder senken und wieder runterkommen. Hände nach oben, oberhalb vom Kopf, Knie beugen und dann wieder senken. Bevor du die Bewegung von den Beinen und den Armen durchführst, spann dein Bauch- und Rückenmuskulatur an. Aktiviere sie, sorge dafür, dass deine Wirbelsäule stabil bleibt und geh dann in die Bewegung rein, wieder raus und lass ganz bewusst auch wieder locker. Mit dem Gummiband sollte das Ganze dann nochmal so aussehen. Und diese Übung ist eine relativ schwere Übung. Deshalb such dir ein Gummiband aus, die etwas leichter ist zu Beginn. Und je trainierter du wirst, kannst du sie dann etwas schwerer machen. Der Zug soll möglichst von unten kommen, deshalb fixiere das Band in einen Stuhl oder einen Tisch oder ein Bett, irgendwas, was du nicht wegschieben kannst. Und aus der Position, stell dir mal vor, du müsstest dich hinsetzen und gleichzeitig hebst du die Arme nach oben über den Kopf. Lass die Arme langsam wieder senken und streck die Beine wieder. 10 bis 12 Wiederholungen, langsam durchgeführt. Und im besten Fall 2 bis 3 Serien.
Hierbei ist es wichtig, dass deine Arme eine lange Hebel haben, dass du dabei oder halt mit der Hilfe von den Armen auch unten den Latissimus auch aktivierst. Das ist ein großer Muskel hinten von der Lendenpartie und der arbeitet auch oben am Arm. Knie beugen, Gesäßmuskulatur aktivieren, Oberschenkelmuskel aktivieren, Hände senken und wieder runter. Auch nach einer Bandscheiben-OP hab keine Angst von Bewegung. Übungen helfen dir, Schmerzen zu lindern, Beweglichkeit zurückzukriegen und den Alltag ohne Beschwerden zu meistern. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!